Löhne und Gehälter verlieren durch die Inflation an realem Wert. Und je kleiner unser Einkommen ist, umso höher ist der Anteil, den wir auch ausgeben müssen für unsere notwendigen Bedürfnisse. Hier kommt die Inflation wirklich nur aus den Energiepreisen. Und bei Energie kann eine Zentralbank einfach nicht so wahnsinnig viel machen. Die Inflation steigt. Es wird auch vorläufig kein Ende abzusehen. Wenn Sie deutsche Menschen fragen, was waren die Umstände der Krise der Zwischenkriegszeit, dann sind viele überzeugt, dass Hitler unter inflationären Umständen an die Macht gekommen ist, während das Gegenteil tatsächlich der Fall ist. Inflation war lange Zeit ein Thema, das ich nur aus dem Geschichtsunterricht kannte. 1923 konnte man sich mit diesen 1000 Reichsmark ein Ei kaufen. Ein halbes Jahr später war der Schein fast gar nichts mehr wert. Jetzt ist Inflation wieder ein Thema, über das extrem viel gesprochen wird. Vieles ist teurer geworden und für 1 Euro kann man sich manchmal weniger leisten als vorher. Die Inflationsrate ist aktuell so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Ich frage mich, wie bedrohlich ist es eigentlich, wird's noch und was können wir aus vergangenen Zeiten lernen, in denen es schon mal Inflation gegeben hat? Die Inflationsrate liegt gerade bei fast 8%. Von den Menschen in meinem Alter fürchten fast 3/4, dass sich ihr Lebensstandard deswegen verschlechtern könnte. Das steht in einer Studie des Instituts für Handelsforschung. Auch hier bei mir auf dem Markt ist einiges teurer geworden. Ich sehe jetzt gerade, 500 Gramm Paprika kosten 4,95 €. Ja. Wie viel haben Sie da vorher verlangt, noch vor der Inflation? Ungefähr kann man sagen 1,50 € weniger. Wie reagieren Ihre Kunden darauf? Ist es für die problematisch? Bei den Leuten, die vielleicht nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, würde ich sagen, hat sich etwas gedreht, dass man spezieller einkauft. Sie kommen weiterhin zu uns, aber sie kaufen gezielt ein. Wenn früher einer 5 oder 6 Tomaten mitgenommen hat, dann nimmt er jetzt nur 3 mit. Gerade ist die Inflation vor allem hoch, weil Öl und Gas teurer geworden sind. Das liegt am Krieg in der Ukraine. Wie das weitergeht, ist kaum vorherzusagen. Eine ähnliche Situation gab es schon mal in den 70ern. Auch damals wurden Heizöl und Sprit teurer. Statt 40 Pfennig hat der Liter an manchen Tankstellen 1 Mark gekostet. Und manche Zapfsäulen waren komplett leer. Damals gab es auch einen plötzlichen Krieg. Bilder vom Oktober 1973. Während Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, haben Syrien und Ägypten Israel angegriffen. Die USA unterstützten Israel mit Waffen. Die ölfördernden arabischen Staaten belegten den Westen daraufhin mit einem Embargo. In Deutschland wurde das Benzin rationiert. Wie viel Mark darf er denn tanken? Normal 10 Mark. Mehr darf er nicht? Nein. Sei- Sie mir 15 Mark. Ja, das ist verschieden. Ich weiß nicht, vielleicht Sie sind eine Ich bin Stammkunde. Ihr Stammkunde hier. Seit wann ist denn das, dass man nur für 10 Mark... Seit heute. Ich bin mit einem verabredet, der das damals ziemlich gut mitbekommen hat. Hallo, hallo Herr Menke. Tag. Danke vom Hessischen Rundfunk. Hallo. Angenehm. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Walter Menke ist 83 Jahre alt und Frankfurts ältester Taxifahrer. Das ist auch die vierte. Alle sind 60. Es gab in den 70er Jahren ja auch schon mal eine Inflation. Wie haben Sie das erlebt als Taxifahrer? Da hatte ich auch meine Taxikonzession schon gehabt. Und da haben wir schon damals, bin ich schon hergegangen und habe Diesel gehamstert. So 2 große Fässer bei meinem Vater hingestellt, weil man Angst hatte, wo man sagen, wir haben keinen Diesel mehr gekriegt. Und stelleweise war es damals auch so, dass an der Tankstelle waren da ja riesen Schlange, wo wir davor gestanden haben. Oder es hat da gestanden, Schild, Tankstelle geschlossen, weil kein Diesel mehr da war. So schlimm war das damals. Gehamstert wurde also auch schon in den 70ern. Damals Kraftstoff, heute ist es Speiseöl. Das gucke ich mir nachher noch mal an. Heute zahlt Walter Menke an der Tankstelle über 2 € für den Liter Diesel. Ziemlich viel. Ich frage mich, was in den 70ern eigentlich gemacht wurde, als der Sprit damals knapp war. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Autofahren im Bundesgebiet an Feiertagen wird vermutlich eher verboten, als noch heute Nachmittag erwartet worden ist. Dürfen wir Sie etwas fragen? Was halten Sie denn vom Fahrverbot am Sonntag? Ach mein Gott, wenn Sie mich so fragen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das wäre mal wieder eine feine Sache. Man würde laufen, man würde sich aufs Fahrrad besinnen. Ich persönlich, ich würde es nur begrüßen. Ja, ich finde das ganz richtig. Wenn wirklich das Benzin knapp wird, würde ich schon sagen, dass es angebracht wäre. Das Sonntagsfahrverbot gilt für alle motorgetriebenen Fahrzeuge, ob auf der Straße, im Wasser oder in der Luft. Verstöße gegen diese Verordnung können teuer werden. Bei Wiederholungen gelten sie sogar als Straftaten und werden mit Haft- oder Geldstrafen bis zu 150.000 Mark geahndet. Im Herbst und Winter 1973 gab es Fahrverbote an 4 Sonntagen. Außerdem durfte man auf Autobahnen nur noch 100 km/h fahren. Ein ziemlich krasser Einschnitt, finde ich. Aber konnte man die Inflation damit in den Griff bekommen? Wie viel sind die Preise im letzten Jahr gestiegen? Horrende. Die laufen eben fort. Wie sind die Aussichten? Aussichten, ja. Es geht immer weiter so. Die Inflation steigt. Es wird auch vorläufig kein Ende abzusehen. Leere Autobahnen und Tempolimits, das fordern auch heute einige für besseren Klimaschutz. Gegen die Inflation hat es wohl wenig geholfen. Wie die Menschen damals damit klargekommen sind, das müsste Martin Däuerlein wissen. Er ist Historiker und hat seine Doktorarbeit über die Ölkrise in den 70ern geschrieben. Was würden Sie denn sagen? Also wie schlimm war die Ölkrise denn eigentlich wirklich? Viele dieser Folgen, dass zum Beispiel weniger PKWs gekauft wurden, dass die Menschen weniger reisen, weniger in den Urlaub fahren konnten, waren zum Teil nur sehr kurzfristig. Schon ein Jahr später, 2 Jahre später hatte sich das eigentlich wieder dem Niveau von vorher angenähert, beziehungsweise stieg sogar noch. Also die mehr Urlaubsreisen, mehr Pkw-Kauf. Das heißt, so die konkreten Auswirkungen für die Menschen waren eigentlich gar nicht so schlimm früher, weil sie kurzfristig waren? Ich glaube, so im Rückblick steht die Ölkrise eben für viele für ein Ende dieses Nachkriegsbooms, der Zeit des Wirtschaftswunders, dieser Boom, der ungefähr 3 Jahrzehnte lang lief. Und insofern, als diese Zeit von günstiger Energie, ständig steigendem Wachstum und vergleichsweise niedriger Inflation, als die endet, so ab Anfang der 70er Jahre, sind natürlich sehr viele Menschen sehr verunsichert. Und als dann in diese allgemeine Verunsicherung noch so ein Ereignis wie die Ölkrise dazukommt, wird das natürlich in vielerlei Hinsicht als große Bedrohung wahrgenommen. Die Inflation ging also schon vorher los. Durch die Ölkrise nahm sie aber noch mal richtig an Fahrt auf. Wie reagierten die Menschen damals auf dieses Gefühl von Bedrohung? Die Leute kaufen, die Leute haben Angst, sehr große Angst, die füllen nach. Die sind bange, dass sie im Winter stehen und frieren, dass sie nichts bekommen. Nach dieser Anzeige in der Zeitung kann ich bei Ihnen Kanister für Vorrat kaufen. Ja, das tut mir aber sehr leid. Wir waren innerhalb sehr kurzer Zeit ausverkauft. Wie viel hatten Sie? Wir hatten circa einen Lagerbestand von 500 Blechkanistern und die waren in 2 Tagen vergriffen. Ja. Es ist unbestreitbar, dass Verbraucher, die noch ausreichend Öl in ihren Tanks haben, jede Chance nutzen, auch noch die letzten Kubikzentimeter aufzufüllen, obwohl dies von der derzeitigen Situation her nicht erforderlich wäre. Dies trägt selbstverständlich zu derartigen Preissprüngen bei. Es gibt Aufnahmen aus den 70ern, da warnt der damalige Wirtschaftsminister vor dem Hamstern. Welche Auswirkungen hat es denn eigentlich auf die Inflation? Wenn es zu so panikartigen Hamsterkäufen kommt, dann erzeugt das wieder den Eindruck bei anderen, die dann das leere Regal sehen und denken, oh ja, die Lage ist eigentlich noch schlimmer, als sie wirklich ist, weil sie dann natürlich denken, es gibt Versorgungsschwierigkeiten oder bestimmte Produkte sind nicht mehr vorhanden. Und in Wirklichkeit liegt es nur daran, dass Einzelne viel mehr gekauft haben als sonst. Und das kann dann wieder zu Unsicherheit führen und natürlich wieder das Verhalten der anderen beeinflussen. Und solche Effekte treiben dann insgesamt auch die Inflation tatsächlich noch voran. 1973 war die Inflationsrate bei rund 7%. Ähnlich hoch wie heute. Und leere Regale fallen mir zurzeit auch immer wieder auf. Offenbar hamstert jede Generation neu und treibt damit die Inflation zusätzlich an.
Warum lassen wir unser Kaufverhalten so von Angst steuern? Hat das was mit der Inflation der 1920er Jahre zu tun? Und wie kam die eigentlich zustande? Ab 1914 kämpfte das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg unter anderem gegen Großbritannien, Frankreich und Russland. Aber wo nahm Deutschland das ganze Geld für Waffen und Soldaten her? Haben wir das Recht, unserem Volke die Kriegskredite zu verweigern, ihm die Mittel zu seiner Verteidigung vorzuenthalten? Niemals! Das ist zur Sache gesprochen, Genosse. Zur Abstimmung! Wer ist für die Bewilligung der Kriegskredite? 1914 machte die SPD als größte Fraktion im Reichstag den Weg für Kriegskredite frei. 5 Milliarden Reichsmark hoch. Und es wurde immer neues Geld gedruckt, um den Krieg zu finanzieren. Als die Deutschen 1918 kapitulierten, war das Deutsche Reich extrem verschuldet. Es kam zu einer Hyperinflation. 1923 war das gedruckte Geld fast nichts mehr wert. Ein Brot kostete da auch mal 460 Milliarden Mark. Was damals gegen die Inflation getan wurde? Es gab eine neue Währung, die Rentenmark. Und die wurde nur in begrenzter Zahl gedruckt. Damit waren die verfügbaren Scheine automatisch mehr wert. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich beim Thema Inflation vor allem an die 1920er Jahre denke und dass danach Hitler gewählt wurde. Auch heute wird wieder diskutiert, ob die aktuelle Inflation die Gesellschaft bedroht. Über all das und mehr will ich mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze sprechen, der gerade in New York arbeitet. Haben Sie den Eindruck, dass es besonders deutsch ist, die Angst vor der Inflation und den Folgen? Ich denke, die Inflation ist nirgendwo beliebt. Denn es erhebt natürlich die Lebenshaltungskosten. Wenn Sie deutsche Menschen fragen, was waren die Umstände der Krise der Zwischenkriegszeit, dann sind viele überzeugt, dass Hitler unter inflationären Umständen an die Macht gekommen ist, während das Gegenteil tatsächlich der Fall ist. Das Wichtigste ist, dass Hitler natürlich 1933 die Macht ergreift und nicht 1923 im Höhepunkt der Inflation. Es ist nicht die Inflation, die unmittelbar zur Machtergreifung Hitlers führt, sondern die Deflation. Was ist denn Anfang der 30er Jahre bei der Deflation passiert? Ja, die Deflation ist ein Symptom einer Depression, also eines Sturzes in der Nachfrage. Und wie man sich vorstellen würde auf einem Markt, wenn die Nachfrage fehlt, dann passen sich die Preise nach unten an. Es fängt in den späten 20er Jahren an. Und es ist katastrophal, weil es eine Riesenbürde darstellt, ein Riesenproblem für die Schuldner, die im Falle einer Deflation mit einer Aufwertung des realen Wertes ihrer Schulden zu tun haben. Das führt dann zu Bankrott und das wiederum führt dann zur Bankenkrise 1931, die wirklich den tiefsten Schlag für die deutsche Volkswirtschaft darstellt. Danach ist gewisserweise mit der normalen Wirtschaft zu Ende in Deutschland. Genau umgekehrt ist es bei einer Inflation, die Schulden entwertet. Das schafft eine Entlastung für die Schuldner. Und sofern sich Löhne anpassen, profitieren davon tendenziell Arbeitnehmer, während die Verlierer bei einer Inflation vor allem die kleinen Sparer sind. Das heißt, wer muss denn konkret Angst haben vor der Inflation? Am meisten müssen sich Menschen Sorgen machen, die mit niedrigem Einkommen, die sowieso sich nur von Woche zu Woche durchmogeln und die jetzt mit sehr viel höheren Lebenshaltungskosten konfrontiert sind. Dass während einer Inflation alles teurer wird, damit hatten die Menschen auch in den 1970er Jahren zu kämpfen. Wissen Sie zufällig noch, was ein 3-Pfunds-Brot vor etwa 5 Jahren gekostet hat? Ja, vor 5 Jahren, muss man sagen, 85 Pfennig so ungefähr. Ne? Was zahlen Sie heute? Ja, bald 2 Mark. Wenn es noch drüber geht, über 2 Mark. 2 Mark 50? Ja, so ungefähr. Ja, ist zu teuer, es muss runtergehen. Trifft denn diese Preiserhöhung alle Teile der Bevölkerung gleichmäßig? Ja, der werktätigen Bevölkerung, vor allen Dingen die arbeiten. Die anderen, die ja nicht arbeiten, an uns verdienen, die schlummern und schlemmen. In den Fernseharchiven finde ich Aufnahmen von riesigen Demonstrationen aus dieser Zeit. Kann man nicht erreichen, was nur Einigkeit erschafft. Die Gewerkschaft gibt uns Kraft.
1974 hatten die Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes über 7 Millionen Mitglieder, Tendenz steigend. Sie forderten 15% mehr Lohn, ziemlich viel. Wie sieht das heute aus? Bei der DGB-Demo am 1. Mai demonstrieren in Marburg etwa 500 Leute. Hier bin ich später mit dem hessisch-thüringischen DGB-Vorsitzenden verabredet. Aber erstmal interessiert mich, ob Inflation hier überhaupt ein Thema ist. Unsere Löhne und Gehälter, auch unser BAföG und unsere Ausbildungsvergütung verlieren durch die Inflation an realem Wert, also an Kaufkraft. Das merken wir im Supermarkt, an der Tankstelle, an den Energiekosten, an der Miete. Und je kleiner unser Einkommen ist, umso höher ist der Anteil, den wir auch ausgeben müssen für unsere notwendigen Bedürfnisse. Realvermögen, zum Beispiel Immobilien, Land und Fabriken, behalten unter Inflation ihren Realwert. Und dieser wächst sogar. Aber wer von uns besitzt schon Immobilien, Land, Fabriken? Lasst uns selbstbewusst in die kommenden Tarifauseinandersetzungen gehen, mit vernünftigen Lohnforderungen für eine Koppelung der Löhne an die Profitrate und für Preisstopps unter öffentlicher Kontrolle. Mit ihr will ich noch mal sprechen. Auf der Demo habe ich sie schnell gefunden. Sie ist Studentin. Ich will wissen, wie die Inflation ihr Leben beeinflusst. Zum Beispiel habe ich Angst vor der Stromkostennachzahlung, die wahrscheinlich nächstes Jahr erst so richtig kommt. Aber dieses Jahr steht die auch noch aus. Letztes Jahr waren das schon so 500 € und dieses Jahr will ich mir das gar nicht vorstellen. Was forderst du eigentlich von den Gewerkschaften und findest du, die machen genug? Ich finde, die Gewerkschaften machen gerade nicht genug. Die Tarifrunden sind ja eigentlich immer kämpferisch und die Kollegen wollen auch streiken. Aber die Forderungen sind viel zu wenig, weil wenn man 5% mehr Lohn fordert, wird es ja direkt wieder aufgefressen von der Inflationsrate. Deswegen höhere Lohnforderungen, auch wirklich Preisstopps fordern. Und diese Kopplung von Lohn und Inflation ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Als die Preise 1974 stiegen, forderten die Gewerkschaften genau das: mehr Lohn gegen höhere Preise. Montag, 11. Februar 1974. In vielen deutschen Städten bleiben Omnibusse und Straßenbahnen in den Depots. Briefe und Pakete werden nicht mehr sortiert und nicht mehr ausgetragen. Es wird gestreikt. Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes kämpfen um höhere Löhne. Nicht einmal der Müll am Straßenrand wird abgefahren. Mit ihren Streiks hatten die Gewerkschaften Erfolg. 11% mehr gab es im öffentlichen Dienst und andere zogen nach. Willy Brandt, damals Bundeskanzler, rief aber zur Mäßigung auf. Das Jahr 1974 kann kein Jahr wesentlicher realer Einkommensverbesserungen sein. In der jetzigen wirtschaftlichen Lage sollte Klarheit darüber bestehen, dass alles in allem eine Absicherung der Realeinkommen auf dem erreichten hohen Niveau kein Rückschritt wäre. Auch heute wird immer wieder davor gewarnt, dass die Löhne nicht zu stark steigen sollen, weil das die Inflation anheizen könnte. Lohnpreisspirale heißt dieser Effekt. Darüber will ich mit Philippa Segel-Klöckner sprechen. Sie ist Ökonomin und hat bei der Weltbank und dem Bundesfinanzministerium gearbeitet. Man hört ja immer dieses politische Schlagwort, die Warnung von der Lohnpreisspirale. Ja, die Lohnpreisspirale, das ist die Idee, dass wenn die Preise steigen, dann will ich auch mehr Lohn haben, weil ich will ja immer noch mir alles leisten können, was ich vorher gekauft habe. Und deswegen gehe ich dann zu meinem Arbeitgeber und sage, du, jetzt hör mal zu, im Supermarkt ist alles teurer geworden. Ich möchte jetzt auch einen höheren Lohn haben. Und da Löhne einen Großteil den Kosten von Unternehmen ausmachen, sagt dann natürlich der Arbeitgeber, okay, wenn ich deinen Lohn erhöhe, dann muss ich meine Preise wieder erhöhen, weil sonst mache ich einen Verlust. Und so schaukelt sich das dann immer weiter hoch und dann wird es eben eine Spirale und dann hat man Angst, dass die Inflation nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen ist. Sind Sie dafür, dass man Löhne anheben sollte oder würde das die Inflation eher antreiben wegen der Lohnpreisspirale? Man sollte Löhne auf jeden Fall anheben, weil also 7% Gehaltscut zu schlucken ist einfach Wahnsinn und gerade für Leute, die nicht so viel verdienen, ja, die können ja auch nichts einfach so was dagegen machen. Die können ihre Heizung ausstellen und okay, heute ist es warm, aber was ist, wenn es kalt ist? Also das wäre, glaube ich, ja, eine nicht ganz faire Verteilung.
Aber vielleicht kann man es ja so machen, dass man es so ein bisschen aufteilt. Also die Löhne vielleicht nicht 7% ansteigen, sondern jetzt in unteren Lohngruppen 5 oder 6%, in höheren Lohngruppen vielleicht 3%. So dass man so ein bisschen eine Verteilung hat, jeder schluckt ein bisschen was von den Kosten und die mehr absorbieren können, auch mehr. Das ist eine ziemliche Gratwanderung. Höhere Löhne können also zu höheren Preisen führen. Gleichzeitig muss man auch die unterstützen, die wenig verdienen. Von Michael Rudolph will ich wissen, was die Gewerkschaften fordern. Er ist der DGB-Vorsitzende von Hessen-Thüringen. Wie viel fordern Sie als Gewerkschaft? Man hört immer wieder, die Jüngeren haben jetzt gefordert einen Inflationsausgleich. Das würde ja bedeuten über 7%. Man liest teilweise, Gewerkschaften fordern 4%. Was fordern denn Sie? Ich bin der Meinung, man muss jetzt erst mal abwarten, wo die Preissteigerung landet. Also wir haben ja Anfang des Jahres eine ganz andere Rate gehabt als jetzt im Moment. Aber der Inflationsausgleich muss es am Ende sein. Es ist ja teilweise so, dass in der Erzählung über die 70er Jahre immer erzählt wird, dass die Gewerkschaften auch teils schuld sind oder waren an der Inflation, weil sie durch die extrem hohen Tarifabschlüsse die Lohnpreisspirale so angekurbelt haben. Ja, das ist ja eigentlich ein ziemlich harter Vorwurf. Wie finden Sie das eigentlich? Ja, aber natürlich kann man nicht abstreiten, dass es sowas geben kann. Aber wichtig ist doch, dass es die im Moment nicht gibt. Und ich lasse mir den Vorwurf so auch nicht gefallen. Also es kann doch nicht sein, dass am Ende die Löhne und Gehälter, vor allem die niedrigen und die mittleren, aufgefressen werden von der Inflation. Es ist mitnichten so, dass wir jetzt auf Tarifforderungen verzichten in der Furcht vor einer Lohnpreisspirale, sondern wir führen Tarifverhandlungen für unsere Mitglieder und die wollen jetzt, dass sie am Ende nicht die Leidtragenden der Krisen sind und weniger Geld im Geldbeutel haben, sondern dass ihre Kaufkraft und ihr Lebensstandard auch erhalten wird. Und warum spricht man eigentlich nicht von einer Preis-Lohn-Spirale? Einfach macht's uns das Wirtschaftssystem nicht. Das war offenbar noch nie so. Inflation gab es auch schon bei den Römern, also in einer Zeit, in der Geld als Zahlungsmittel überhaupt noch ziemlich neu war. Das Römische Reich kontrollierte große Teile Europas, Gebiete in Nordafrika und Asien. Die Römer führten viele Kriege, um ihr Reich zu vergrößern. Hier im Römermuseum in der Nähe von Frankfurt ist auch römisches Geld ausgestellt. Bereits 211 vor Christus führten die Römer Münzen ein. Damit wurden auch die Soldaten bezahlt. Mehr Soldaten bedeuteten also auch mehr Münzen. Im Römischen Reich bezahlte man lange Zeit mit Silbermünzen, bis es im 3. Jahrhundert zu einem plötzlichen Wertverlust dieser Währung gekommen ist. Ich frage mich, wie diese Inflation im Römischen Reich eigentlich zustande gekommen ist und woran es eigentlich liegt, dass wir alle daran glauben, dass Münzen und Scheine etwas wert sind. Zur Römerzeit hat Kai Ruffing geforscht. Mit ihm bin ich im Frankfurter Goldkammermuseum verabredet. Hier ist ausgestellt, worin viele Menschen gerade in Krisenzeiten ihr Vertrauen legen. Gold ist zu aller Zeit, aus welchen Gründen auch immer, für die Menschen was Besonderes. Was ist an dem Gold eigentlich dran? Ja. Und letztlich kann sich es keiner erklären. Ja. Ja, also als Werkzeug taucht es nicht. Ja. Es ist zu weich, aber es ist relativ leicht bearbeitbar und die Vermutungen gehen dahin, zumindest das, was ich gelesen habe, dass Gold mit dem Göttlichen gleichgesetzt wird, mit der Sonne, mit dem Licht. Kai Ruffing erzählt mir, dass die Römer damals mit Denaren bezahlt haben. Das waren Münzen, die echtes Silber enthalten haben. Die Münze hatte also einen wirklichen Wert, einen Realwert. Im Verlauf der römischen Kaiserzeit ist es dazu gekommen, dass der Realwert des Geldes immer weiter verringert wurde, indem man die Menge an Silber, die in der römischen Leitmünze, dem Denarius, vorhanden war, verringert hat. Und das macht uns damit vertraut, dass was die Wirtschaftswissenschaftler die Wertattribution nennen, das heißt, was wir an Wert einem Zahlungsmedium zubilligen, dass das im Wesentlichen eine Illusion ist. Also dass die Geldillusion ganz wesentlich für das Funktionieren unserer Wirtschaft ist. Wie ist damals die Geldillusion zerbrochen? Die Geldillusion zerbricht in dem Moment, wo die Leute merken, dass die Münzen nur noch einen symbolischen, bestenfalls Edelmetallgehalt haben und sie nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Ja?
Und dasselbe kann auch bei Währungen passieren, dass man sagt, ich akzeptiere die lokale Währung nicht, ich möchte zum Beispiel in Euro bezahlt werden oder ich möchte in Dollar bezahlt werden. In dem Moment würde jede moderne Währung auch noch sehr viel weiter unter Druck geraten, weil die Akzeptanz nicht mehr da ist. Und dann erachtet man das nicht mehr als Geld, sondern nur noch als Papier oder als wertloses Metallstück. Um das Vertrauen in Geld wiederherzustellen, führten die Römer eine Goldmünze ein, den Solidus. Gold wurde schon damals ein hoher Wert beigemessen. Also mit dem Solidus oder mit der Einführung des Solidus als Leitmünze im römischen Währungssystem konnte diese Inflation überwunden werden und der Geldwert und die Funktion des Geldes wieder stabilisiert werden. Heute sind unsere Münzen und Scheine an sich nichts mehr wert. Stattdessen vertrauen wir darauf, dass wir uns damit was kaufen können. Das macht heute eine solide Währung aus. Vergleichbar mit der Inflation von heute ist am ehesten noch die Situation in den 70ern. Auch da waren hohe Energiepreise die Ursache. Damals wurde versucht, die Inflation mit einer Anhebung der Zinsen zu bekämpfen. Das hat die Bundesbank gemacht. Es gab ja noch die D-Mark. Heute liegt der Leitzins für den Euro in der Hand der Europäischen Zentralbank. Die EZB ist dafür zuständig, die Preise stabil zu halten. Bekommen wir die heutige Inflation mit steigenden Zinsen in den Griff? Das will ich von Philippa Siegel-Klöckner wissen. Jetzt wird von der EZB immer wieder gefordert, den Leitzins anzuheben. Für wie sinnvoll halten Sie das eigentlich? Ja, es ist schwierig, mit einem Zins hohe Energiepreise zu bekämpfen. Oder zumindest ziemlich brutal. Wenn man die Zinsen anhebt, dann werden Kredite teurer und dann nehmen weniger Unternehmen und Privatpersonen Kredite auf, um sich Dinge zu kaufen. Und damit gibt es dann weniger Nachfrage, weil weniger Leute was kaufen. Dann sinken die Preise, sinken auch Gehälter oder Leute verlieren ihren Job, weil weniger nachgefragt wird, weniger gebaut wird zum Beispiel. Und so versucht man dann die Preise runterzukriegen, also eigentlich über Gehälter und den Arbeitsmarkt. Und das passt nicht gut auf das Problem, dass wir hohe Energiepreise haben. Die kann eine Zentralbank eigentlich gar nicht bekämpfen. Das heißt, würden Sie sagen, die EZB hat eigentlich gerade im Moment gar nicht so viel Handreiche, die Inflation zu senken? Oder welche Möglichkeiten hat sie? Sie kann es gerade akut nur machen, wenn sie der Wirtschaft sehr große Schmerzen zufügt. Und zwar Schmerzen, die wir wirklich alle merken, weil wir im Zweifel keinen Job mehr haben. Was die EZB ein bisschen mittelfristiger tun kann, ist meiner Ansicht nach genau das Gegenteil, nämlich die Zinsen niedrig lassen, sodass Unternehmen viel investieren wollen und zum Beispiel eben Windparks bauen. Und damit würde die EZB einen Beitrag dazu leisten, dass wir eben billigere Energiequellen bekommen, dass wir unsere Wirtschaft umstellen und so dürften dann die Energiepreise mittelfristig zurückgehen. Mich würde einfach Ihr Blick aber noch mal in die Zukunft interessieren, die Inflation betreffend. Wie geht's weiter? Ja. Also erstmal glaube ich, dass die Inflation noch ansteigen wird, weil wir eben noch nicht den vollen Effekt eigentlich dieser höheren Energiepreise alle merken. Das wird sicher 2023 noch so weitergehen. Ich glaube, das Potenzial dafür, dass es nicht so ein einfacher Kurs wird, ist schon da. Wenn der Leitzins steigt, dann kann es sein, dass weniger investiert wird und die Inflationsrate fällt. Gut für Sparkonto. Andererseits kann sich ein sinkender Leitzins auch negativ auf ein Wirtschaftswachstum auswirken. Was nehme ich aus der Recherche mit? Die gute Nachricht ist, von der Hyperinflation wie vor 100 Jahren sind wir noch sehr weit entfernt. Besonders schwer haben es aber vor allem die Menschen, die sowieso wenig verdienen. Und die trifft es natürlich besonders hart, wenn die Löhne nicht mit den Preisen mithalten. Was ich auf jeden Fall aus der Geschichte mitnehme, ist, dass für jede Inflation eine eigene Lösung gefunden wurde. Ob das heute der Leitzins oder was anderes ist, das werden wir sehen.